YouTube, was geht? Hier ist euer Fashion Bro Patrick von Always Overdressed und in diesem Video geht es endlich um den Black Friday. Ihr habt mich über Instagram und Snapchat voll bombardiert, dass ich auch ein Video zu dem Black Friday machen soll und jetzt ist es endlich da. Ich werde euch insgesamt meine vielleicht 15.000 Euro schwere Black Friday Wunschliste zeigen und nicht nur das, ich werde euch auch mein Favorite Tipp für den Black Friday mit an die Hand geben, damit ihr auch am 23.11. die besten Steals absahen könnt. Aber die besten Steals, Leute, machen wir uns nichts vor, die gibt es eh bei Le Bazaar, der Seite, wo Kelly und ich unsere Pieces verkaufen. Deswegen, meine Freunde, checkt gerne die Seite auf Instagram ab. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ist dieses Video jetzt das 21. Video in Folge, was rauskommt. Vielleicht wissen es einige nicht, aber Daily Upload ist zugange. Das bedeutet, wenn nicht hier auf dem Hauptkanal ein Video online kommt, dann aber, meine Freunde, auf dem Vlogging-Kanal. Deswegen, falls ihr diesen mysteriösen Vlogging-Kanal noch nicht abonniert habt, worauf wartet ihr? Gönnt euch den Stuff, denn da sind einige litte Vlogs am Start. Fangen wir mit meiner Wunschliste an und wie bereits erwähnt, ist alles zusammengerechnet so zwischen 10.000 und 15.000 Euro wert und selbstverständlich werde ich mir nicht alles davon kaufen, aber wir tun jetzt einfach mal so, als hätten wir zu viel Geld übrig und wir könnten jetzt das Geld nur für Klamotten ausgeben. Fangen wir einfach mal mit den Accessoires an und da hätten wir einen Schal von Akne, den ich wirklich jetzt schon länger auf dem Schirm habe und ich möchte den unbedingt haben. Gibt es in mehreren Farben. Ich würde mich letztendlich für die schwarze Variante entscheiden, einfach weil die besser für den Alltag geeignet ist, aber für 200 Euro, Leute, einen Schal zu kaufen, ist ein bisschen übertrieben. Deswegen hoffe ich, dass ich am Black Friday den vielleicht ein bisschen günstiger ergattern kann. Auch mit dabei ist eine Sidebag von Prada für 780 Euro. Herbe unnötig, aber juckt uns nicht. Und als letztes von den Accessoires habe ich mir noch eine Gucci-Kette rausgesucht. Und ich gebe zu, ich habe schon die eine oder andere Kette, wie ihr hier zum Beispiel sehen könnt, aber die sind halt relativ filigran und dünn. Und diese Gucci-Kette jetzt für knapp 700 Euro ist ein bisschen das Gegenteil. Die fällt auf jeden Fall mehr ins Auge und ich wollte mir jetzt ein paar Ketten zulegen, die ein bisschen dicker sind. Aber ich glaube, bei Gucci brauchen wir uns nichts vormachen. Die werden eigentlich so gut wie nie im Sale landen. Aber, wie ihr wisst, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich werde euch übrigens nochmal alle Links zu den Produkten, die ich euch in diesem Video vorstelle, unten in die Beschreibung packen. Aber, wenn ihr auf die Idee kommen solltet, mir den einen oder anderen Stil zu klauen, dann haben wir ein Problem miteinander, Freunde. Aber seid doch wenigstens so höflich und sagt dann kurz einmal, hey, ich habe mir gegönnt, so, dann schreibt ihr mir eine Nachricht auf Instagram, dann gönne ich mir vielleicht auch und dann ist eigentlich alles Paletti. Machen wir mit den Jacken weiter und da hätten wir als erstes ganz entspannt einen Fila Windbreaker für gerade mal 100 Euro. Ich meine, im Verhältnis zu den Sachen, die gleich noch kommen werden, werdet ihr merken, dass das noch günstig ist. Dann eine Jacke von Junja Watanabe, die mir mega gut gefällt, vorne die Pockets, mega geil. Mega geil! Aber für einen Tausender bin ich raus. Ähnlich sieht es auch bei diesem Parker von Calvin Klein aus, der über 2000 Euro kostet. Aber irgendwie gefällt mir diese rot-orangene Farbe und auch hier diese ganzen Taschen an dem Parker sind als Designelement einfach, ja, sieht einfach spannend aus. Aber der Preis ist natürlich jenseits von Gut und Böse und derzeit darf ja bei Jacken auch nicht die Downjacken fehlen. Da habe ich mir auch nochmal zwei coole rausgesucht. Einmal so einen Code von Akne, den man auch sehr gut mit dem Schal kombinieren könnte. 900 Euro. Wenn der so für 300 Euro im Sale wäre, dann würde ich da auf jeden Fall zuschnappen. Und zu guter Letzt nochmal eine Downjacke von Off-White in Schwarz. Gibt es auch in Rot. Ich würde mich eher für die schwarze Variante entscheiden. Einfach aus dem Grund, weil es alltagstauglicher ist. Und außerdem habe ich ja schon den Parker von Calvin Klein rausgesucht. Und der hat so eine ähnliche Farbe. Deswegen entscheiden wir uns hier für die schwarze. Aber 1500 Euro. Ciao. Ich glaube, wir haben uns jetzt gerade Jacken im Wert von 7.000, 8.000 Euro angeschaut. Und wahrscheinlich werde ich davon keine einzige kaufen. Außer vielleicht den Fila-Packer. Wie das ein oder andere Mal schon angesprochen, bin ich derzeit wirklich auf der Suche nach Oberteilen für den Winter. Deswegen haben wir jetzt hier eine Reihe von Hoodies und Pullovern, die ich mir wirklich vorstellen könnte zu kaufen. Auf ernste Basis. Deswegen, falls ihr da was sehen solltet, ne? Ihr wisst Bescheid, wen ihr einmal kontaktieren müsst. Den Anfang macht dieser Helmut Lang Hoodie für 305 Euro.
Sehr, sehr minimalistisches Design, nichts Besonderes, könnte man definitiv gut für den Alltag verwenden. Und auch dieser Sweater von GmbH in so einem dunkelblauton ist eher schlichter, nichtsdestotrotz 230 €. Und wenn man beides zusammenrechnet, landen wir dann schon bei über 500 €. Angenommen 50% Black Friday Sale könnte uns retten, dann würden wir so bei 270, 250 € landen. Wäre auf jeden Fall verträglicher, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass bei diesem Calvin Klein Strickpullover so viel Rabatt drauf geben würde, dass ich mir den gönnen werde, denn das gute Stück kostet einfach mal über 1000 €. Ich feiere dieses Design extrem mit dem Kojoten drauf, herbe geil, aber ehrlicherweise 1000 € sprengt einfach jede Grenze, wirklich. Ich würde so sagen, Schmerzgrenze wäre so bei 400 €. Selbst das wäre krass teuer, aber dafür müsste der dann irgendwie 60, vielleicht sogar 70% reduziert sein. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass wir selbst beim Black Friday nicht so krasse Steals machen können. Wir haben nochmal ein Hoodie von A Cold Wall für 430 €. Das liegt dann schon eher in unserer Preisspanne. Genauso wie dieser Hoodie von Ada Error für 230 € in komplett schwarz. Da gefällt mir auf jeden Fall das Fitting, also wie der Hoodie letztendlich geschnitten wurde. Hebt sich einfach nochmal ein bisschen mehr von der Masse ab, genauso wie der letzte Sweater von Off-White. Ich weiß, was ihr jetzt sagen werdet. Hey, das ist doch dieses typische Off-White-Ding mit den Streifen an den Ärmeln. Aber wenn ihr genau hinguckt, meine Freunde, dann erkennt ihr, dass dieser Sweater einen sehr, sehr speziellen Schnitt hat. Und genau aus diesem Grunde kann ich mir wirklich vorstellen, mir diesen Sweater auch tatsächlich zu kaufen. 430 € ist eine Stange Geld. Aber 50% off wäre auf jeden Fall im machbaren Bereich und würde auf jeden Fall schmecken. Vielleicht haben wir ja Glück und ich kann mir den einmal abstauben. Auch wenn ich gesagt habe, dass ich mit 2018 keine Schuhe oder Sneaker mehr kaufen werde, sind dennoch welche auf meiner Wunschliste. Den Anfang macht hier dieser Common Project Boot, der mir ultra gut gefällt. Leute, der kostet 630 € und der ist einfach mega nice. Ich finde den optisch mega schön. Also wirklich, ich glaube, ich würde sogar jeden meiner Boots für den eintauschen. No joke. Ich hoffe wirklich, dass ich mir den für 50% off irgendwo ergattern kann. Aber dann würde ich mir einen Schuh noch 2018 kaufen. Was ist denn, wenn ich euch den Schuh dann einfach erst 2019 vorstelle? Wäre das ein Kompromiss? Was ich allerdings auch noch sehr, sehr gerne hätte, wäre nochmal ein weiteres Paar SLP Wyatts. Ich habe hier jetzt schon die schwarzen und würde tatsächlich noch gerne welche in so einem Beige aus einem Suede-Material haben. 945 € ist mega viel Geld. Mich würde allerdings auch mal eure Meinung zu diesem Schuh von Calvin Klein interessieren. Ist definitiv spezieller, machen wir uns nichts vor. Ich könnte mir den aber wirklich sehr, sehr gut in dem einen oder anderen Outfit vorstellen. 900 € schießt natürlich wieder den Vogel komplett ab. Und zu guter Letzt bei den Schuhen haben wir den Gucci Flash Track in schwarz-silber. Ich hatte ja mal erwähnt, dass mir der Schuh nicht ganz so gut gefällt, einfach weil jede Farbkombination mich nicht so angesprochen hat. Hier habe ich jetzt einen gefunden in schwarz mit silbernen Akzenten, der mir dann wiederum schon besser gefällt. 790 €. Viel zu teuer, vor allem, wie gesagt, Gucci kommt eh nicht in Sale, das können wir knicken. Wichtig ist allerdings hier anzumerken, dass ich den Schuh ohne Diamantenketten nehmen würde. Erstens ist der dann nochmal 500 € teurer und zweitens sieht der meiner Meinung nach scheiße. Der sieht einfach scheiße aus. Weg! Brauchen wir nicht. Kann da bleiben, wo der Pfeffer weg. Abschließend dann noch die Hosen und da habe ich in der Tat noch eine auf dem Schirm, nämlich eine Jogginghose oder die Jogginghose von Palm Angels in so einem dunkelgrün. 300 € kostet der Spaß, habe ich schon hier und da mir wirklich überlegt gehabt zu kaufen. Ich hoffe wirklich, dass ich mir die am Black Friday dann endlich zu einem guten Preis kaufen kann. Der ganze Stuff steht auf meiner Wunschliste. Wie bereits angesprochen, werde ich es nicht schaffen, mir alles zu kaufen. Aber vielleicht das ein oder andere Piece wird sich gegönnt. Vor allem aber auch die Oberteile, denn da bin ich auf Ernst auf der Suche. Aber jetzt hier an dieser Stelle möchte ich euch nochmal meinen absoluten Favorite-Tipp oder meinen Tipp an euch an die Hand geben. Was ihr machen müsst, um den ein oder anderen Euro am Black Friday zu sparen, ist eigentlich ganz einfach. Ihr erstellt einfach genauso eine Wunschliste, wie ich sie euch gerade vorgestellt habe, an eurem Rechner. Guckt diesbezüglich einfach in jeder Kategorie, welche Pieces euch gefallen. Und wenn ihr das gemacht habt, guckt ihr in jedem Online-Store, wo dieses Piece verfügbar ist und speichert dann auch den Link
von dem anderen Online-Store ab. Zum Beispiel die Hose von Palm Angels. Die gibt es bei Farfetch, die gibt es bei Mr. Porter, die gibt es bei Essence. Ich speichere alle Links ab und dann am Black Friday gehe ich nochmal her und gucke, wo sie am günstigsten ist. Das wird auf jeden Fall meine Herangehensweise sein, wie ich jetzt hoffentlich dann den besten Stil machen kann. Natürlich erfordert das sehr, sehr viel Vorbereitung, denn ihr müsst wirklich euch erstmal entscheiden, was für Pieces ihr mögt und dann in jeden Online-Store gucken, wo das verfügbar ist. Und ihr kommt nicht in diese Gefahr, Sachen zu kaufen, die ihr eigentlich gar nicht haben wollt, sondern einfach nur zu kaufen, weil sie gerade günstig sind. Das ist nämlich die größte Gefahr am Black Friday, dass man Unfug kauft. Deswegen hört auf den lieben Patrick. Aber falls ihr sagt, das reicht mir nicht, dann folgt mir gerne auf Snapchat und auf Instagram, denn da werde ich nochmal versuchen, euch wirklich am Black Friday eine Zusammenfassung meiner Stils zu geben und vielleicht nochmal den einen oder anderen Hinweis, wo man günstig an Sachen kommt. Freunde, Question of the Video. Was ist euer Tipp, um am Black Friday Geld zu sparen? Schreibt mir das mal unbedingt unten in die Kommentare. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace! Boah, schon traurig, dass ich eine 15.000 € Wunschliste euch genannt habe und das locker, meine Freunde, locker noch nicht alles ist, was ich mir gerne kaufen würde.